Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk. Die Suzuki GSX S1000, so die letzte große Tausender, die mir noch gefehlt hat, um alle miteinander vergleichen zu können, habe ich endlich mal geschafft, die jetzt Probe zu fahren, mehrfach, und heute nochmal beim Limbecher Probe fahren dürfen. Und das soll heute das Thema des Videos sein. Übrigens, Suzuki war wenn man in die Vergangenheit blickt, denn wir haben hier einen altbekannten Motor aus der K5 aus der Vergangenheit, waren die Marktführer in Deutschland mit 24%. Talsohle war, glaube ich, 2021 mit 2,8%, mittlerweile wieder bei 4, irgendwas. Ist die Frage, sind jetzt die letzten Zucker von Suzuki zusammen mit der GSX 8S? Soll ich mich dem Thema mal annehmen? Gibt Suzuki auf? Wenn ja, gerne in die Kommentare. Aber jetzt springen wir mal ganz kurz zu den ersten Eindrücken. So, erste Eindrücke auf der Suzuki GSX S1000. Die sind immer wichtig, weil die vergisst man dann relativ schnell, und wenn was Ungewöhnliches fällt es sofort auf oder fällt positiv ins Auge. Bei der Suzuki hier, ich wollte schon Honda sagen, weil genauso fühlt es sich an, wenn man drauf sitzt, wird man super cool aufgenommen vom Sitz. Ist mit einer der besten Sitzpositionen, habe ich so den Eindruck, die ich in der Zeit gefahren bin. Man hat eine sehr stark ausgeprägte Kuhle, aber das ist wirklich nett. Von der Sitzposition, die Arme sind irgendwie doch von der Entfernung her, das passt. Also ich versuche die Arme ein bisschen zu beugen. Man ist leicht nach vorne geneigt, aber da kannst du auch ganz gepflegt mit den Urlaub fahren. Mir ist der Lenker ein Tick, also nicht gerade genug, aber nur ganz minimal, das passt. Und was auch auffällt, wir haben jetzt hier auf den Modus A gestellt, auf diesem unfassbar schlecht ablesbaren Display, was auch noch viel zu überladen ist. Also was interessiert mich gerade mein aktueller Verbrauch? Nett, aber na, who gives a shit? Die hängt echt wirklich gut am Gas. Der Quickshifter war jetzt gerade ein bisschen knochig. Die hängt im Modus echt gut am Gas. Ich kann es gleich noch mal zeigen, wenn man ein bisschen Gas gibt und dann vom Gas geht, die Lastwechsel, die merkt man dann doch schon deutlich, und es ist ein sehr kraftvoller Motor, der vom Gefühl her wirkt so. Ne? Beste Beschreibung, Jens. Hier obenrum wird er dann doch wieder zum Vierzylinder, aber untenrum schön bassig. Ich korrigiere meine Aussage zur Sitzposition, die müsste, glaube ich, ein bisschen höher sein. Also man ist total toll integriert. Für das richtig sportliche Fahren müsste, glaube ich, ein bisschen höher sein. Aber es ist auf gar keinen Fall schlecht, das will ich auf gar keinen Fall sagen. Ja, der Motor, wie gesagt, ein altbekannter. Es ist der Motor der legendären GSX R 1000 K5. Ein bisschen aufgefrischt, 999 Kubik, 152 PS, bei 9000 Umdrehungen, 106 Newtonmeter drückt der Motor. Eigentlich eine gute, satte Leistung, und klar kann er nicht mithalten mit den ganz großen Street Fighter V4, M1000R. Muss man auch nicht, die Leistung braucht man auch tatsächlich nicht auf der Straße. Was mich interessiert ist, drückt er unten raus, kann ich damit gut Landstraßen fahren, nimmt er, auch wenn ich mich mal verschalten habe, gut wieder Fahrt auf aus der Kurve und wird gemogelt mit der Übersetzung, wie zum Beispiel bei der Z1000, die einfach viel zu kurz übersetzt ist. Und die Fragen kann ich beantworten mit Ja und Nein. Die Power reicht, er drückt sehr gut unten raus, und nein, es wird nicht gemogelt mit der Übersetzung, und das ist für mich absolut entscheidend. Es ist wirklich ein grundsolider, total ehrlicher Motor. Man bekommt wirklich das, was man erwartet, und man bekommt wirklich ausreichend Leistung. 100/200 testen. Also war noch nicht ganz offen, weil, oh, vibriert die, weil Verkehr und so. Ja, da war doch eine 2 vorne. Für 100
100, 200 leider nicht. Wir können sonst aber noch kurz Durchzug. Ui, und da gibt es hier die mit. 5. Gang, 100, 150. Gib ihm. Ja, er hat diese Spritzigkeit der S1000R, die hat er nicht. Da fehlt schon so ein bisschen was. Zu den ganz großen, wie gesagt, auch Super Duke Tuono, da fehlt dann ein ganzes Stück. Zu MT10 im Vergleich, da fehlt nicht wirklich was, bis gar nichts. Also er ist von diesen anderen 1000er Bikes auf jeden Fall nicht die Talsohle. Und wie gesagt, das, was man erwartet zu bekommen, genau das bekommt man in rein Vierzylinder mit einer gediegenen Laufruhe, der eine sehr schöne Gasvernahme hat im Modus A. Bei Suzuki steht es immer für A für aggressiv, ne? B für weiß ich nicht und C für Cruisen. Hat eine sehr schöne Gasvernahme. Der Gasleerweg vom Gasgriff ist 0, finde ich auch gut. Und wie viel Gasleerweg braucht man? 0. Da seht man, da ist, ich hoffe man sieht es, kein Spiel. Das ist geil. Vermittelt halt auch direkt mehr Power, aber ich finde es total angenehm, weil es halt mir einen schönen direkten Zugang zum Motorrad gibt. Kleine Tricks der Hersteller, die ich aber nicht schlecht finde. Auch Bohrung-Hub-Verhältnis ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Auch hier ist nicht, dass er irgendwie einen super langen Hub hätte für das Drehmoment. Nee, der Motor ist einfach gut ausgelegt und Suzuki hat wohl Wert gelegt auf eine sehr gleichmäßige Leistungsabgabe und vor allem eine Drehmomentabgabe. Denn in den Spitzenzahlen hat er teilweise weniger als das Vorgängermodell, aber der Betrag ist ein höherer. Das heißt, wenn man die Vergleichskurven anguckt, die Fläche unter der Kurve ist größer und somit der Betrag an Drehmoment abgegeben werden kann, ist an der Stelle dann größer. Soll das Motorrad dann so ein Stück weit besser fahrbarer machen. Es ist sicherlich nicht einer dieser Top-Hyper-Motoren, aber ich denke, es ist einer, der die 100.000 Kilometer ganz gut packen könnte, denn in Hamamatsu, das sind ja zwei Firmen, aber bei Suzuki in Hamamatsu wird Wert darauf gelegt, dass die Motoren sehr standhaft sind. Da fahren Ingenieure tatsächlich selber noch die 1000 Kilometer Rennen, um sowas zu überprüfen. Und das würde ich dem Motor auch an der Stelle zutrauen. Es ist ein rein Vierer, der immerhin noch auf irgendwie ein bisschen Topleistung ausgelegt ist. Das heißt, ja, Vibrationen sind da und zwar merklich. Ist bei einer S1000R oder so ist es auch nicht anders. Das gehört zu diesem Motorenkonzept ein Stück weit dazu. So wirklich gut zupacken tut der Motor dann auch so um die 5.000, 5.500. Da geht dann schon gut was vorwärts. Und es ist auch so im Getriebe ein gutes Zusammenspiel so ausgelegt, dass man es auch wirklich gut verwenden kann. Ein kurzer Beschleunigungstest. So, ihr kommt aus der wir fahren da vorne in die Kurve im dritten und wir verkacken die Kurve jetzt. Ja, wir kennen die Kurve nicht. Oh nein, oh nein, oh nein, ich habe sie voll überbremst. Ich habe sie noch mehr überbremst. Gas ist voll offen. Da kommt sie. Genau. Was haben wir noch? Wir haben eine Slipper-Clutch, also eine Anti-Hopping-Kupplung, heißt auszusehen zu weit runtergeschalten, blockiert das Hinterrad nicht. Gehört es nicht im Speziellen zum Motor. Aber ich denke, das war's mit den Fahreindrücken, könnt ihr ungefähr einschätzen, wie der Motor funktioniert. Vom Sound her ist er untenrum so ein bisschen brummig, das ist eigentlich ganz nett. Obenrum ist halt so, da wird halt irgendwie eine Klappe oder so fehlen, das wäre dann ganz nett, da schreit er halt nicht so, da hat er diesen Vierzylinder Klang, ja, aber halt andere Bikes sind da auf jeden Fall lauter und präsenter. Thema Fahrwerk, muss ich sagen, ja, nicht schlecht. Also erst einmal, eine goldene Gabel sieht immer gut aus. Vorne 43 mm Kayaba, 120 mm Federweg, voll einstellbar, hinten 130 mm Federweg. Wir haben 214 Kilo, also wie ich, ein bisschen zu viel auf den Rippen. Wir haben eine schöne neu gestaltete Schwinge bekommen, die beinahe die Form hat von einer Bananenschwinge. Der Radstand ist ein bisschen größer als bei anderen Bikes, dafür liegt sie auch sehr, sehr satt in der Kurve. Für mich viel angenehmer als die Honda zum Beispiel. Und sie lenkt auch okay ein. Also was eher überzeugt, ist die Stabilität in der Kurve. Wobei da auf Unebenheiten reagiert sie einen Ticken mehr am Vorderrad, halt fehlender Lenkungsdämpfer, heißt es wird schon ein bisschen weitergegeben dann.
Aber was mir irgendwie aufgefallen ist, sie lenkt träge übers Hinterrad und ich habe es echt nicht verstanden. Ich habe es gerade nochmal geguckt, ob der Luftdruck stimmt, das passt eigentlich. Also natürlich auf so Probefahrten, ganz ehrlich, unterschreibt halt die Vereinbarung drauf und los. Ich habe mir jetzt weder Reifenzustand oder so angeguckt oder geschweige denn den Luftdruck überprüft. Aber die wirkt irgendwie träge übers Hinterrad. Ne? Also man merkt, vorne will sie und hinten kommt sie hinterher so ein bisschen. Aber auch das Gefühl fürs Vorderrad fehlt mir noch ein bisschen. Aber sie ist übers Hinterrad so ein bisschen träge gelenkt. Sie müsste den 190er, man muss ab und zu mal auf die Reifen gucken. Wir haben Sportmax Road Sport 2, ein 190 für 50? 109. Alter, ernsthaft jetzt? Ja, die haben 190/50 verbaut. Das klärt auch die Frage, warum das Motorrad übers Hinterrad so komisch einlenkt. Okay, gut. Anderen Reifen drauf machen. Also ein 190/50, ich wusste gar nicht, dass sowas noch gibt. Deshalb hat die sich aus der Mittellage raus auch immer so komisch, ja, ist so schlecht rübergegangen. Gut, das macht Sinn. In dem Fall würde ich vielleicht einfach dem Reifen ankreiden. Ja. Bremsanlage haben wir Nissin oben, Brembo unten, 310 mm, natürlich 2 Scheiben. Hinten eine, das passt soweit. Bremsen testen. Ja. Ja. Ja, die packen schon zu. Los nicht. Und ja, jetzt wie gesagt, es ist wirklich nicht schlecht. Auch die Dämpfung, wie die eingestellt ist, so für so einen gediegenen Mitteleuropäer, kann man die schon so machen. Sie hat jetzt im Highspeed-Bereich ein paar Mal so ein paar Schläge durchgelassen, aber okay, come on. Ist auf jeden Fall auf der straffen Seite von der Abstimmung her und wirklich gut verwendbar. Ist nicht unterdämpft, nicht überdämpft, so was man so auf der Straße erfahren konnte. Also finde ich wirklich ein absolut gelungenes Setup. Wie gesagt, die Kilos und jetzt in dem Fall der Reifen hinten ist das, was vielleicht ein bisschen stören könnten. Oh, die kommt richtig geil aus der Kurve, ey. Da kommen die Abfahrtstrecken. Der pumpt auch ein bisschen nach, aber ist gar nicht mal so schlecht. Also ich bin ja, ich weiß nicht, ob ich der Normdeutsche bin, mit 90 Kilo, ich glaube nicht. Ein bisschen zu fett, aber macht das Fahrwerk ganz gut. Ist jetzt, haben wir gerade gesehen, so ein bisschen aber ist nicht verkehrt. Also das könnte durchaus viel, viel bescheidener sein. Sitzhöhe haben wir 810 mm, das ist eigentlich ein Standard. Die Sitzposition, so möchte ich meinen, ist relativ bequem. Ich glaube, die Fußrasten sind einen Ticken zu weit vorne. Der Kniewinkel ist schon wirklich arg angenehm. Die Lenkerbreite, da bin ich immer am Meckern. Auch hier am Anfang fand ich ihn nicht so schlecht. Jetzt gefällt mir, glaube ich, die Kröpfung nach innen nicht so richtig. Und er könnte noch einen Ticken breiter sein, aber ist soweit in Ordnung. Ich finde es schön, dass er schwarz ist auf jeden Fall, dass die Bedienelemente schwarz sind. Auch unten an den Fußrasten. Muss man auch die positiven Sachen mal hervorheben. Zum Sporthinfahren geht es schon. Man ist halt hier hinten sehr limitiert, aber ich finde es richtig geil, um die Position zu finden, wenn man Hang-Off fahren will, hat man hinten einen schönen Anschlag. Also es ist wie quasi immer so eine Sozius-Abdeckung hat mit diesem Höcker hinten dran. Und wenn man schneller fährt, hat man auch hier eine tolle Begrenzung. Also diese Mulde für den Sozius finde ich so erstmal nicht schlecht. Man sitzt ein bisschen zu tief im Motorrad, meiner Meinung nach. Also wenn wir richtig sportlich fahren, da könnten noch mal ein paar Millimeter oben drauf kommen, aber sage ich mal, wäre jetzt auch nicht so schwer zu realisieren. Genau, vom Komfort her ist es, würde ich sagen, auf jeden Fall tourentauglich, das kann man so machen. Man kann die sehr gut mit Drücken fahren, weil man so ein bisschen mehr integriert ist. Vielleicht ist es auch eine niedrige Sitzbank, das weiß ich tatsächlich nicht. Wenn die ein bisschen höher wäre, würde es auch noch einen Ticken sportlicher gehen und die Fußrasten müssen noch ein kleines Mühe weiter nach hinten. Aber ansonsten vom Fahrwerk her ist es wirklich gut. Ist es so flexibel wie das von der S1000R, was einstellbar ist? Nein. Ist es so steif und präzise wie eine Tuono? Auch nein.
Muss es das sein? Auch nein. Also es ist wirklich ein schönes, gesundes, ehrliches Mittelmaß, was das Motorrad an Fahrwerk bietet. So, Thema Getriebe. Warum jedes Mal Thema Getriebe? Weil mit dem Getriebe fällt der ganze Charakter von dem Motorrad. Also ein Charakter vom Bike kommt ja meistens immer vom Motor. Und da kann man jetzt, sag ich mal, hinten raus viel falsch machen. Also irgendwo hier vorne, ja, rast ein Kolben hoch und runter und der gibt mit seiner Konfiguration, wie er eben ist, eine Kraft an die Kurbelwelle weiter. Und ab da kann man einfach alles falsch oder richtig machen. Denn wir haben jetzt natürlich auf der Kurbelwelle ein Zahnrad. Das geht weiter an den Kupplungskorb. Der hat außen auch ein Zahnrad. Das heißt, wir haben da die erste Übersetzung drin. Dann geht es in Getriebe rein. Da können die Gänge unterschiedlich übersetzt sein. Ja, die können dann zu lang oder zu kurz sein. Und dann haben wir noch auf der Ausgangswelle dann das Ritze zum Kettenblatt hinter. Nochmal eine Übersetzung. Ja, diese klassischen 1545 oder so, 1747. Übersetzung. Wenn man da was falsch macht, dann bringt es halt nichts, wenn ihr vorne der Motor die richtige Leistungsentfaltung hat, ihr das aber nach hinten raus komplett veräumelt. Warum ist es wichtig? Weil ich dann in den Kommentaren lese, wie bei der Street Fighter V2, ja, du musst sie halt höher drehen. Nein, wenn ich eine Kurve habe, wo ich halt mit maximal 50 km/h durchkomme und ich prügel das Ding in den ersten Gang runter und die zieht halt erst ab 90 oder 80, dann bringt mir das nichts, höher zu drehen, wenn ich durch die Kurve nicht schneller durchkomme. Dann brauche ich ein Motorrad, was für die Landstraße so übersetzt ist, dass wenn ich langsame Kurven durchfahre, wie von mir aus am Stilfser Joch oder Pässe oder whatever, dass sie im ersten Gang wieder vorwärts kommt. Und die Street Fighter V2 hing da so dermaßen im Loch, dass man die nur mit der Kupplung dann quasi einfangen konnte. Ducatis allgemein ist halt eher Rennsport orientiert, dass sie halt länger übersetzt sind, aber das passt dann halt einfach nicht. Hier passt alles. Punkt. Also wenn man sich die Daten für die Suzuki anschaut, da passt tatsächlich alles. Quickshifter hoch und runter, also mit Blipper-Funktion, ist dabei. Ab Werk, standardmäßig. Der funktioniert okay. Der funktioniert gut, wenn man ihn so benutzt, wie man sowas benutzen sollte. Tut man ihn so ein bisschen massakrieren, dann zuckt er manchmal so ein bisschen und das mag er nicht ganz so. Machen andere Bikes auch. Es gibt Bikes wie ja, die BMW, die kann sowas wirklich sehr gut. Aber auch eine Tuono hat manchmal so ein bisschen so Zucker gehabt. Ist ein guter Quickshifter. Ist nicht der beste, aber er ist dabei. Es ist in dem Preis mit dabei. Er funktioniert, wenn man ihn so benutzen sollte. Funktioniert toll. Will ich nicht meckern. Thema Elektronik. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, okay, mit einer der Gründe wahrscheinlich, warum bei Suzuki die Verkaufszahlen zurückgegangen sind. Fangen wir mit dem Positiven an. Alles LED, finde ich super. Ich finde die Blinker nicht schön, aber die passen gut zum Design. Also wenn man sie nicht direkt tauscht, ist es nicht so total katastrophal. Das ist das Positive. Negativ ist halt die Art der Traktionskontrolle. Es ist halt wie bei der Honda und wie bei der Kawa auch nicht schräglangabhängig. Aber es ist besser als die ersten Systeme, die über die ABS-Ringe geregelt wurden. Was heißt das? Bei einem System wie bei der Super Duke war es so, das Motorrad nimmt eine Drehzahl auf von irgendwas im Motor, was dreht, in der Regel von der Kurbelwelle. Und über die Radsensoren dann mit diesen kleinen Ringen, ne, wie schnell sich das Hinterrad dreht. Es dreht sich das Hinterrad mit der Geschwindigkeit, die Kurbelwelle. Und wenn das irgendwie überhaupt nicht mehr zusammenpasst, sagt das Motorrad, halt, stopp, hier stimmt was nicht und nimmt dir die Leistung weg, also zieht Zündung und fängt so das Hinterrad wieder ein. Heißt, diese Systeme funktionieren dann, sobald etwas nicht mehr gut ist. Ne, also der Zustand des sicheren Fahrens wird verlassen und wird dann wieder zurückgeregelt, falls man selber nicht in der Lage ist, das Gas zu schließen. Ist nicht doof, so ein System hat mit der Super Duke einmal den Popo gerettet in Hockenheim, aber die können besser sein. Hier ist auch schon ein System, was ein bisschen besser ist, was auch schon vordefinierte Werte hat. Was zum Beispiel sagt, okay, weil hier mit der Traktionskontrolle hier auch die Wheelie-Kontrolle verbandelt ist, der Boy ist gerade erster Gang, 6000 Umdrehungen und reißt schlagartig das Gas auf, der flippt gleich sein Bike, nicht gut, lass ich gar nicht erst zu und gib dir die Leistung, die du haben willst, nicht, sondern regel die Leistung gerade so runter, dass du eben weiter vorwärts kommst, aber dass du dich halt nicht überschlägst oder gar nicht erst einen Wheelie machst. Das heißt, dieses ABS-System von Suzuki Integrated Rides, keine Ahnung, SIRS oder so heißt das Ding, ist schon besser wie diese allerersten Traktionskontrollensysteme, die es so gab, aber was ist denn, wenn ich 3/4 Gas aufmache im dritten Gang bei 50 Grad Schräglage? Da kann das System mir noch nicht sagen,
mit dem vordefinierten Wert, oh, das ist nicht gut, weil es weiß ja gar nicht, dass ich in Schräglage bin. Und das ist auch das Problem dann, da kriege ich dann quasi die Leistung, die ich auch auf der Geraden bekommen würde. Und das funktioniert halt semi-gut, beziehungsweise gar nicht. Und dann greift halt wieder das System so, wie es halt früher gegriffen hat. Das Rad geht weg, Abgleich, Kurbelwelle zu Radgeschwindigkeit, stimmt was nicht, Mist, zurücknehmen. Ist immer noch okay, ist besser als nichts zu haben, aber ist halt nicht super optimal. Plus, wenn ihr Wheelies machen wollt, müsst ihr halt die Traktionskontrolle komplett ausmachen. Geht immerhin und die ist auch in 5 Stufen einstellbar. Die Gasannahme, wie gesagt, Leerweg 0, finde ich geil. 3 Fahrmodi, ABC, alle volle Leistung, nur die Art der Abgabe der Leistung ist eine andere. Und ich glaube, arg viel mehr an elektronischer Ausstattung gibt es nicht. Die Bedienung für diese elektronische Ausstattung, die ist allerdings super geil. Oder super schön zumindest, ich habe es noch nicht so ganz verstanden, aber an so einem Testtag ist das Letzte, was ich mache, mich da in Elektronik einen halben Tag einzufuchsen. Und ihr bekommt zumindest das, was sie kann, auch wirklich alles dargestellt. Ja, wir haben eine Temperaturanzeige, das wird Wasser sein vermute ich, Drehzahl, Traktionskontrolle, Quickshifter aktiviert, Fahrmodi, Ganganzeige, aktuelle Verbrauchsanzeige, like, wer braucht sowas? Die Gesamtkilometer, Restreichweitenanzeige, die ein bisschen weird ist. Ihr bekommt auch angezeigt, wenn CC eingreift. Also von der Anzeige her ist alles da, was man so braucht. Es ist halt die Darstellung auf diesem Display. Und da muss ich halt sagen, so eine 8S oder auch die GT-Version von der, die haben schon TFTs. Hier ist halt ein LCD, Flüssigkristalle. Das kam, glaube ich, so in Mode 2003, 2004 in den Fernsehern. Das ist schon ein bisschen arg oldschool und es ist auch einfach nicht gut ablesbar. Und ich würde es bei einem Neo-Retro-Bike oder so einem Retro-Bike wie der Katana oder sowas, da würde ich das echt noch irgendwie feiern oder cool finden. Zum Top-Naked-Bike von Suzuki, der hat das zweitstärkste Motorrad im Suzuki-Line-Up. Kann man das nicht machen, meiner Meinung nach. Aber ist für mich tatsächlich ein Grund, wo ich sage, da gucke ich dauernd drauf. Das Teil kaufe ich mir nicht deshalb. Ne? So, Thema Sonstiges, wo wir wieder alles drin verwursteln. Und hier ist mir ein bisschen was aufgefallen. Und zwar steht im Handbuch, und da müssen wir jetzt die Besitzer dieses Motorrades helfen, ob das wirklich stimmt, alle 6.000 Kilometer einen Ölwechsel machen. Und ich glaube, Steuerauslassventil alle 12.000 Kilometer. Und sonstiges Ventilspiel 24.000 Kilometer. Dann habe ich im Forum nachgelesen, was ich echt nicht gern mache, aber da stand auch, dass es die 6.000 sind. Und wie gesagt, das steht im aktuellen Handbuch von der Suzuki-Seite zum Download. Dann habe ich einen Artikel gelesen von 1000 PS, da steht, nee, wurde angehoben auf 12.000. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, was stimmt. Im offiziellen Handbuch steht 6.000, demnach würde ich davon ausgehen, es sind wirklich die 6.000 Kilometer und das wäre halt schon krass. Das ist halt eine halbe Saison, oder zweimal im Jahr Ölwechsel, finde ich spannend und kenne ich so nicht, finde ich viel zu kurz, ehrlich gesagt, und halt ein Stück weit nervig, auch wenn ihr es nicht selber machen könnt. Oder halt dauernd das Altöl irgendwo hinfahren, boah, gar keinen Bock. Aber ist so. So steht es da zumindest drin. Ansonsten Thema Design und Verarbeitung. Was ich jetzt wirklich nochmal hervorheben muss, mir gefällt das Bike tatsächlich wirklich nicht schlecht. Ich finde, es wirkt sehr kompakt und die Verarbeitung, und ich rant hier immer so ein bisschen, dass Suzuki nicht so eine gute Verarbeitung hat, ist hier wirklich echt gut. Also wir haben so einen richtig klassischen, schönen, dicken Lack hier vorne. Wir haben diese angedeuteten Winglets. Wir haben sogar die Sozus-Bügel, die Fußrassen, alles in schwarz bei diesem schwarzen Modell. Wir haben Farben, wo ich mich nicht mehr entscheiden kann, welche Farbe ich will. Also ja, bei allen anderen Bikes ist es halt immer, weiß nicht, man nimmt halt, was man halt so kriegen kann. Meine BMW hätte ich gerne schwarz gehabt, die gab es im ersten Modell ja gar nicht. Hier gibt es schwarz, dann gibt es so eine Art Nardo-Grau und Blau und es sieht, alle Versionen sehen geil aus. Das finde ich geil. Dann haben wir dieses, was manche Menschen auch nicht mögen, diesen angedeuteten Carbon-Dingsbums, finde ich geil, gefällt mir. Wir haben vorne ist mir auch aufgefallen, diese Reflektoren, die sind so hässlich montiert, aber ich glaube, die sind super einfach abzumontieren. Also auch da hat Suzuki mitgedacht. Wir haben hier hinten, gut, ist das fast jeder, aber hier diese Ösen fürs Gepäck. Alles wirkt einfach durchdacht und cool an diesem Motorrad. Und wer vergisst, wie man auf dem Motorrad schaltet, ist auch noch eine Markierung unten drauf, ja, One Down, 5 Up, sogar das ist mit dabei. Rundum
vom Design her wirklich zufrieden. Es ist halt das Ding hier vorne, dieser Knick, der mir so gar nicht zusagt. Und also ich habe mich für das Bike auch interessiert, so, um das für mich zu kaufen. Es war wirklich vorne dieser harte Knick da drin, der in manchen Winkeln einfach so mies aussieht, dass ich gedacht habe, das kann ich mir nicht angucken. Und ja, sie haben halt hinten in der Heckpartie wieder so eine Art Standard-Heck mit Standard-Rücklicht, ohne sich da so ein bisschen Mühe zu geben. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ah, ich sehe gerade, dass übrigens doch eine Auspuffklappe verbaut. Fazit zu dem Motorrad ist, come on Suzuki, ihr könnt es besser. Ihr seid so knapp vor geil. Ne? Es ist, irgendwo findet man noch 10, 15 PS, das muss doch möglich sein. Die findet man noch irgendwo. Irgendwo finde ich auch die 10, 15 Kilo. Ne? Ich finde die doch auch. Wenn ich mir so den Seitenständer angucke, der sieht halt aus wie von 1990. Bei einer neuen BMW F900 haben die da irgendwie 1 Kilo gespart oder so. Oder 400 Gramm oder viel zu viel. Aber an dem kann man sicherlich auch was sparen. Kilos ein bisschen runter und vielleicht, wenn es sein muss, halt Schmiedefelgen drauf. 10, 15 PS mehr. Und das Motorrad spielt schon echt und einen anderen Reifen drauf. Und das Motorrad spielt echt in einer anderen Liga mit. Es ist wirklich so geil angefangen und dann keinen Bock mehr gehabt oder kein Geld oder whatever. Ich weiß noch nicht, wie es bei Suzuki weitergeht. Wie gesagt, wenn ihr wollt, mache ich dazu ein Video. Lasst mich das gerne wissen. Wenn ihr das Bike selber gefahren seid, lasst mich gerne wissen, was eure Erfahrungen sind. Wenn ihr Besitzer seid, schreibt auf jeden Fall was zu den Ölwechselintervallen oder warum ihr euch das Bike gekauft habt. Ich finde es wirklich nicht schlecht. Wirklich gut gemacht, Suzuki. Gefällt mir, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und ansonsten bis zum nächsten Video.